Hi, my wonderful friends all over the world. Hallo, meine wundervollen Freunde auf der ganzen Welt. Good to continue to teach you. Wie schön, euch weiter zu lehren. So look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. That great and powerful apostle, Der große, kraftvolle Apostel, that man who was not taught the gospel by anybody else but by Jesus personally, der Mann, der von keinem anderen als Jesus Christus persönlich gelehrt wurde. he says, my colleague Timothy and I send this letter to all the holy believers and we've been united to Jesus as beloved followers of the Messiah. Er sagt, mein Mitstreiter Timotheus und ich senden diesen Brief an alle heiligen Gläubigen, die sich mit Jesus vereint haben als geliebte Nachfolger des Messias. He calls Timothy his son another place, but here he calls him his colleague. An anderer Stelle nennt er Timotheus seinen Sohn, aber hier nennt er ihn Mitstreiter. You know, Paul was a man who loved extraordinarily. Paulus war ein Mann, der außergewöhnlich liebte. He honors Timothy so much, he calls him his colleague. Er ehrt Timotheus so sehr und nennt ihn seinen Kollegen. And I really like this statement here. Ich mag diese Aussage hier wirklich. He says, Timothy and I sent this letter to you guys. Er sagt, Timotheus und ich senden euch diesen Brief. We call it the Epistle of Paul to the Colossians, but in reality it's not. Wir nennen es den Brief des Apostel Paulus an die Kolosser, aber das ist es eigentlich nicht. The truth is, it's the Epistle of Paul and Timothy. In Wirklichkeit ist es der Brief von Paulus und Timotheus. Have you ever thought about this? Hast du mal schon darüber nachgedacht? I've never have I heard anybody say, oh, Timothy's letter to the Colossians. Noch nie habe ich jemanden sagen gehört, Timotheus Brief an die Kolosser. But Paul says it is. Paulus tut es aber. He says both of us wrote it. Er sagt, wir beide haben ihn geschrieben. You know, this makes me personally wonder. Ich frage mich persönlich, Was he the only one who wrote it, or he dictated it and Timothy only wrote it, or did Timothy actually share his heart too? hat Timotheus nur aufgeschrieben, was Paulus ihm diktierte, oder hat Timotheus auch sein Herz mitgeteilt? We don't really know. Wir wissen es nicht wirklich. But I just like it that he unites himself so much with Timothy as his partner, as his colleague. Aber mir gefällt der Gedanke, dass er sich so sehr mit Timotheus als Kollege und Partner eins macht. Because he shows us again that he was not the superior great apostle. He was a man of true humility. Denn dadurch zeigt er erneut, dass er nicht dieser große, überlegene Apostel war, sondern ein Mann wahrer Demut. Guys, I have, as long as I can remember, I've been teaching and enforcing this where I was involved in training leaders. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich das immer gelehrt und eingefordert, wenn ich Leiter schulte. I've always done the same thing. I said, the greater leader you are, the more you have to serve. Ich sagte immer, je größer du als Leiter bist, desto mehr musst du dienen. You know, we have a school of the prophetic and supernatural, Wir haben eine Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, which I'm the founder and I'm the leader and I'm the teacher. von der ich der Gründer, Leiter und Lehrer bin. But when I go for lunch or for dinner, I will not go ahead of the line. Hey, I'm the guy who owns this place. Aber wenn ich mit den anderen zum Essen gehe, dann stelle ich mich nicht ganz vorne an, weil es ja meine Schule ist. No, I go and serve and take the plates away from other people. Nein, ich gehe und diene und räume die Teller der anderen ab. Paul taught us this attitude. Just the way he honored Timothy, he showed us this. Paulus lehrte uns seine Einstellung dadurch, wie er Timotheus ehrt. So the greater an apostle you think you are, the greater a servant you have to become. Je größer du denkst, dass du als Apostel bist, desto mehr musst du ein Diener werden. And Paul actually must have learned this from Jesus. Paulus muss das von Jesus gelernt haben. Think about this. Überleg mal. Paul was trained at the feet of Gamaliel, which was one of the greatest scholars of that time. Paulus wurde zu den Füßen Gamaliels unterrichtet, einem der größten Gelehrten der damaligen Zeit. And what did he do? He didn't act like these people acted who trained him. Und was tat er? Er handelte nicht wie die Leute, die ihn unterrichtet hatten. He lowered himself to a place of humility, Er erniedrigte sich selbst in Demut, putting Timothy at the same level with him, stellte Timotheus auf dieselbe Ebene wie sich, honoring and caring for him. ehrte ihn und kümmerte sich um ihn. It's Jesus who said, if you want to be the greatest, you have to become the servant of everybody. Jesus war es, der sagte,
Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. You know, we don't see the attitude that Jesus taught today in most of the church. Die Haltung, die Jesus lehrte, sehen wir heutzutage im Großteil der Gemeinde nicht. You know, we see an attitude of superiority of leaders. Was wir sehen, ist eine Haltung der Überlegenheit von Leitern. And this is something that's made me sad for as long as I can remember. Das macht mich, seit ich denken kann, traurig. And it's something I fight because I neither see it from Jesus nor do I see it from the Apostle Paul. Und ich bekämpfe es, denn weder sehe ich es bei Jesus noch bei Paulus. And then he says, Dann sagt er, we are sending these letters to all the holy believers. wir senden diesen Brief an alle heiligen Gläubigen. So listen, Hör zu, you have to make up your mind. du musst dich entscheiden. Do you believe that you are a holy believer or do you believe that you're a sinner saved by grace? You can't be both. Glaubst du, dass du ein heiliger Gläubiger bist, oder glaubst du, dass du ein durch Gnade erretteter Sünder bist? Du kannst nicht beides sein. Reinhard, when I look at my life and how often I failed, I'm a sinner, but thank God I'm saved by grace. Reinhard, wenn ich mein Leben anschaue, wie oft ich versagt habe, dann bin ich ein Sünder, aber Gott sei Dank aus Gnade gerettet. If you believe that you're a sinner saved by grace, please do me a favor. Wenn du glaubst, dass du ein durch Gnade erretteter Sünder bist, dann tu mir bitte einen Gefallen. Take a black marker and mark out that phrase. Nimm einen schwarzen Edding und streiche diesen Satz durch. Remove the phrase holy believers and put in that sinner saved by grace. Entferne heilige Gläubige und füge aus Gnade errettete Sünder ein. Since probably none of you is going to do that, Da das vermutlich keiner von euch tun wird, well, stop calling yourself what the Bible doesn't call you. hör auf, dich anders zu bezeichnen, als die Bibel es tut. You are a holy believer. Du bist ein heiliger Gläubiger. But he tells us why. Und er sagt uns warum. Who have been united to Jesus. Du bist vereint mit Jesus. I'm going to really challenge you here. Ich fordere dich jetzt wirklich heraus. The Bible says in the letter to the Corinthians Die Bibel sagt im Korintherbrief, that he who belongs to the Lord is one spirit with him. wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. So if you and Jesus are one and you are a sinner saved by grace, that means Jesus has to be a sinner too. Wenn Jesus und du eins seid und du ein aus Gnade erretteter Sünder bist, heißt das, Jesus muss auch ein Sünder sein. No, Reinhard, that's blasphemy. Nein, Reinhard, das ist Blasphemie. I agree. Stimmt. But I also believe it's blasphemy to call yourself a sinner saved by grace. Aber es ist auch Blasphemie, sich einen aus Gnade erretteten Sünder zu nennen. Because it totally denies what happened on the cross. Denn es verleugnet total, was am Kreuz geschah. You are now united with Jesus as a beloved follower of the Messiah. Du bist jetzt mit Jesus vereint als ein geliebter Nachfolger des Messias. Because of our unity with Jesus, we are now holy believers. That's so wonderful. Aufgrund unserer Einheit mit Jesus sind wir nun heilige Gläubige. Das ist so herrlich. I'm telling you, Ich sage dir, if pastors would begin to treat the people who they lead as holy, truly holy believers and see them like that, wenn Pastoren die Leute, die sie leiten, als wahrhaft heilige Gläubige betrachten und behandeln würden, I tell you, these people would live up to what everybody else knows that they are. würden diese Menschen zu dem aufleben, was alle anderen schon in ihnen sehen. But what do? Aber was machen wir? Because we believe that the Christians are sinners saved by grace, we have to constantly put a lot of rules on them why they must not sin. Weil wir glauben, dass wir Christen aus Gnade errettete Sünder sind, müssen wir ihnen andauernd zahlreiche Regeln auferlegen, damit sie nicht sündigen. Let's not do this. Tun wir das doch nicht. So have a good day, my holy believer. Habt also einen schönen Tag, meine heiligen Gläubigen.